Dann fährst du da ein Stück vor und wartest da vorne auf mich. Und dann Hier wollte mich das Navi eigentlich durchschicken. Ja, kein Ultra-Fail. Heute geht es Richtung Nordosten, an die Mecklenburger Seenplatte. Motorrad musste ich mal ausnahmsweise nicht packen, weil das alles im Auto ist. Wir haben das Glück und das Privileg, dass Freunde von uns da so einen kleinen Bungalow haben und den können wir jetzt für eine Woche nutzen. Das heißt, ich werde ein bisschen Motorrad fahren und Annika wird arbeiten und wir werden eine schöne, gute Zeit haben. Und jetzt ist leider ein bisschen bei Regen Anfahrt angesagt. Aber so wie es aussieht, können wir dem Regen noch entkommen. Also fahren wir los. Okay. Dann fährst du da ein Stück vor und wartest da vorne auf mich und dann bin ich direkt hinter. Bei Nieselregen starten wir direkt auf die A2. Wir passieren die ehemalige innerdeutsche Grenze bei Marienborn, bevor wir uns in Potsdam den Schlüssel für den Bungalow abholen. Nach Pizza zum Mittag erreichen wir am späten Nachmittag, jetzt bei bestem Wetter, unser Ziel. Der Bungalow liegt bei Fürstenberg an der Havel. Da es schon spät ist, machen wir nichts anderes mehr, außer einfach nur auszupacken und anzukommen. Heute mal etwas später Start. Ist schon Mittag durch eigentlich, aber war ganz gut nach der etwas längeren Anreise. Jetzt nicht sofort wieder aufzuspringen. Ich werde auch heute das Ganze auf mich zukommen lassen. Also ich habe jetzt zwar ein paar schöne Punkte rausgesucht, ein paar Schlösser und sowas, was man sich hier auch richtig schön angucken kann in der Gegend. Aber ich glaube, heute wird ein reiner Fahrtag. Einfach nur mal sich mit der Gegend vertraut machen. Und deswegen fahre ich jetzt auch endlich los. Ich bin jetzt ungefähr, weiß ich nicht, 500 Meter weit gekommen, bis das Navi wieder komplett ausgestiegen ist. Ich habe mal versucht mit TomTom zu navigieren, mit dem GoRide, die ja leider demnächst eingestellt wird, Mitte September. Das hat gerade überhaupt nicht geklappt. Ich wollte halt gerne ein Navi nehmen, das halt auch unbefestigte Straßen mit reinnehmen kann. Aber so eine geile Rundtour zu kreieren und dann hier wirklich da lang zu fahren, wo ich auch wirklich lang fahren will, das war echt nicht so leicht. Und dann habe ich es versucht zu korrigieren, aber das hat überhaupt nicht funktioniert, weil er mich partout auch hier eine Strecke lang nicht lang schicken wollte oder mich hier nicht navigieren wollte, auf dem man wohl fahren kann, keine Ahnung, das werde ich jetzt gleich rausfinden, weil Google lässt mich hier navigieren. Musste ich zwar auch dazu zwingen, oh Eichhörnchen, aber es ging jetzt und jetzt fahre ich zumindest mal ein Stück diesen Abschnitt lang, den TomTom mal so gar nicht von mir wollte. Und dann schauen wir mal weiter, ob ich dann irgendwo mit hinkomme. Ich würde auch mit Kalimoto navigieren, aber das kann halt keine unbefestigten Straßen. Und das ist dann halt auch schon wieder irgendwie ein bisschen ärgerlich, wenn man dann hier halt so ein paar schöne Eckchen einfach verpasst. Ja, das ist dann hier ein Teil
der Deutschen Alleenstraße. Ah, ist schon schön, ne? Die Deutsche Alleenstraße umfasst 2900 Kilometer und reicht von Sellin auf Rügen bis Konstanz am Bodensee. Kost, Kultur am See. Nicht schlecht. Also hier muss man die unasphaltierten Strecken gar nicht suchen. Die asphaltierten sind entweder auch ein bisschen mal abschnittsweise so durchlöchert, dass man eine Offroad-Strecke vor sich hat, oder sie sind gerade in der Bearbeitung mit diesem blöden Rollsplit. Dass man hier auf jeden Fall ein bisschen mehr aufpassen muss. Mein Weg führt mich grob Richtung Müritz, immer am Wasser entlang. Da ich größere Straßen meide, muss ich mit sehr unterschiedlichem Belag rechnen. Zum Mittag suche ich mir dann einfach einen Platz am Wasser. Heute ist Mittag mal wirklich naturnah. Ich habe hier so einen kleinen Spot gefunden, direkt an einem See. Da steht noch irgendein Auto rum, wo die sind, weiß ich nicht. Da hinten kann man, da steht das Motorrad. Schön hier. Und heute gibt es auch mal nicht nur Wurst und Käse und Brot, sondern geschmierte Brötchen. Richtig Premium. Das ist auch immer geil, wenn das Ortsausgangsschild gar nicht anzeigt, ey, nächster Ort ist der und der, sondern hey, hier ist der Ort vorbei. Vor dir ist nichts, nur die L24. Das ist genauso gut, das ist nur noch das ist die Steigerung von diesem Schild alle Richtungen. Da kommt nichts mehr. Das ist einfach so, es ist hier, du warst am Ende. Wenn du jetzt hier wegfährst, dann steht dir die Welt offen. Alle Richtungen. Das ist auch, finde ich zumindest, immer sehr witzig. Also ich habe da gerade nicht nur einen See gesehen, sondern auch so eine richtig schöne Schotterstraße. Da frage ich mich doch, führt die jetzt nur zu diesem Hof? Oder geht die weiter? Nö. Ging weiter. Ganz normale Straße. Zwischen Plauersee und Müritz verläuft meine Route grob weiter Richtung Waren. Die Landschaft wechselt ständig zwischen Feld, Wald, Heide, Seen, Flüssen und Kanälen. Man findet überall wunderschöne Plätze am Wasser.
Hier sind auf jeden Fall jetzt mal ein paar ganz schöne Stadtvillen. Malchow, ich habe leider nicht auf den Ortsteil geachtet. Alte Molkerei, ja, wahrscheinlich auch schon mal bessere Zeiten gesehen. Ja, stand gerade noch am Malchower Volksfest. Nee, aber geil fahren kann man hier. Ist es wie in den Bergen? Nein. Macht es Spaß? Ja. Man muss halt wissen, worauf man sich einlässt. Die Aussicht hier auf den Baustoffhandel ist zwar nicht jetzt spektakulär oder so, aber immerhin gab es Sprit für Körper und Motorrad. Leider hat seit dem Mittagessen das Wetter so ein bisschen gedreht, was meinem Kopf gerade nicht so richtig gefällt. Deswegen sieht es jetzt so aus, dass ich so langsam Richtung Unterkunft wieder zurückfahre. Für den ersten Tag aber trotzdem echt schön. Viele Eindrücke gehabt, auch so ein bisschen die Orientierung, das was ich eigentlich wollte. Und die nächsten Tage gibt es dann mehr Kultur oder Stops oder Sachen zum Angucken auf jeden Fall. Hat jetzt auch so ein bisschen ein besseres Gefühl für die Umgebung bekommen. Ja, schön, ne? Aber jetzt ist wieder richtig schön. Sobald man Waren hinter sich gelassen hat, also überzeugend war die Stadt jetzt auf den ersten Blick nicht so richtig, aber vielleicht habe ich nur den Innenstadtteil nicht gesehen. Sobald man das jetzt hinter sich gelassen hat, ist man natürlich sofort wieder in der Natur. Das sind jetzt hier die ersten Ausläufer von dem Nationalpark Müritz. Ich habe mir da so eine Strecke rausgesucht, die da eigentlich einmal quer durchführt. Ich weiß nicht so hundertprozentig, ob man da wirklich fahren darf. Also noch darf man hier easy fahren, aber ob man dann da weiterkommt oder ob man eigentlich nicht parken muss, um dann den Nationalpark zu Fuß oder so zu erkunden, das weiß ich alles noch nicht. Tja, das sieht ja dann mal nicht so aus. Straßenzufahrt bis Speckfrei. Sieht auch nicht so aus, als ob das jetzt hier irgendwie so eine Baustelle ist oder so. Tja, das war's dann wohl. Hier wollte mich das Navi eigentlich durchschicken, aber das ist dann nicht so. Ja, kein Ultra-Fail, trotzdem vielleicht einfach ein bisschen traurig, aber die Strecke hierher ist natürlich auch absoluter Traum, also macht auf jeden Fall richtig Spaß zu fahren. Jetzt muss ich aber zusehen, dass ich ein bisschen zurückkomme, weil wir haben heute kulinarisch noch Pfifferlinge eingekauft. Ich wähle den schnellsten Weg zurück. Trotzdem ist die Strecke viel länger als gedacht. Ich fahre also auf schönsten Sträßchen erst wieder zurück nach Waren und dann über die Bundesstraße auf dem schnellsten Weg zurück nach Fürstenberg. Um morgen nicht als erstes tanken zu müssen, fülle ich das Motorrad nochmal auf.
Angekommen machen wir uns gleich an die Zubereitung der Pilze. Eines meiner absoluten Lieblingsessen. Wir halten es einfach und machen einfach eine einfache Pilzpasta mit ein bisschen Sahne und viel Petersilie. Und wenn euch das gefallen hat, dann lasst mir doch gerne ein Abo da, das würde dem Kanal sehr helfen. We're dancing in the bright light.